Im Serengeti-Reservat in Tansania, einer riesigen Wildnis, lebte ein alter Mann namens Makonde. Herr Makonde ist ein ehemaliger Ranger, der seit mehr als 50 Jahren, von seiner Jugend bis ins hohe Alter, mit diesem Reservat verbunden ist. Während dieser Zeit widmete er sich dem Schutz wilder Tiere vor illegaler Jagd. Jeder in der Serengeti respektiert ihn aufgrund seiner Ausdauer und Freundlichkeit als lebende Legende. Auch nach seiner Pensionierung fährt er noch täglich ehrenamtlich mit seinem alten Auto Streife. Junge Mitarbeiter im Reservat kommen oft zu ihm, um sich beraten zu lassen, da sein Wissen so umfassend ist. Er liebte und kümmerte sich um die Elefanten, Löwen, Giraffen, Zebras und Nashörner. Besondere Aufmerksamkeit widmet er den alten Tieren in der Sicherheitszone, wo sie ruhen. Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit hat sich Herr Makonde nie vom Druck des Alters zurückhalten lassen. Das Wetter in der Serengeti ist in letzter Zeit extremer geworden, die Temperaturen sollen bis zu 45 Grad Celsius erreichen. Früh am Morgen stand die Sonne hoch und schien hell über das Reservat. Aufgrund der Hitze suchen viele Tiere Schutz im Schatten großer Bäume. Herr Makonde war jedoch entschlossen, die Reise anzutreten, um am Vortag den Zustand des verletzten Nashorns zu überprüfen. Er fuhr zu dem Buschgebiet, wo das Nashorn lag und sich erholte. Das Auto rollte langsam über die holprige Straße mitten im trockenen Grasland. Die brütende Hitze drang in die Kabine des Autos und brachte ihn stark zum Schwitzen. Als er ankam, hielt er den Wagen an und stieg aus, wobei er versuchte, das Nashorn aus der Ferne zu beobachten. Das Nashorn sah immer noch schwach aus, eine lange Wunde war noch nicht vollständig verheilt. Herr Makonde näherte sich vorsichtig, um den Zustand genauer zu untersuchen. In seinen Augen strahlte die Sorge und Liebe für dieses große, aber verletzliche Geschöpf. Plötzlich spürte er einen stechenden Schmerz in seiner Brust. Der Schmerz breitete sich aus und hinterließ bei ihm Schwindelgefühle und Reaktionsunfähigkeit. Er kniete im Gras nieder, der Schweiß strömte herab und sein Gesicht war blass. Seine beiden Kollegen Elia und Musa kümmerten sich in der Nähe um einige Zebras, als sie einen schwachen Ruf hörten. Sie eilten zurück und sahen, dass Herr Makonde zusammengebrochen auf dem Boden lag. Elia bückte sich, um seinen Puls zu fühlen, und merkte, dass sein Herz raste. Musa suchte in seiner Tasche nach dem Herzmedikament, fand aber nichts. Vielleicht weil er in Eile war, hat der alte Mann heute vergessen, seine Medizin mitzubringen. Die Situation war so ernst, dass Elia sofort per Funk das Zentrum anrief, um einen Krankenwagen anzufordern. Alle Arbeiten mussten eingestellt werden, alle halfen mit. Schnell traf ein Spezialfahrzeug ein und brachte Herrn Makonde in die Krankenstation des Reservats. Unterwegs rief Elia immer wieder seinen Namen und hoffte, dass er durchhalten würde. Doch seine alten Augen schlossen sich allmählich, sein Atem ging unregelmäßig. Im Krankenzimmer führten die Ärzte sofort eine Notfallbehandlung durch. Sie versuchten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung und setzten einen Defibrillator ein. Eine angespannte Atmosphäre erfüllte den kleinen Raum. Nach mehr als 15 Minuten gab ein Arzt langsam bekannt, dass sein Herz schon vor langer Zeit aufgehört hatte zu schlagen. Eine unheimliche Stille breitete sich aus, alle waren geschockt. Die unwiederbringliche Bestätigung hallte in Trauer wieder und beendete ein glorreiches Leben. Viele Mitarbeiter hörten die Nachricht und eilten mit verzweifelten Gesichtszügen herbei. Sie wussten, dass das Reservat gerade eine spirituelle Säule verloren hatte. Als seiner Familie die traurige Nachricht überbracht wurde, waren alle ergriffen. Gemäß Herrn Makondes Wunsch wird die Beerdigung im Reservat stattfinden. Alle besprachen und bereiteten eine Zeremonie nach indigenen Ritualen vor. Am nächsten Morgen, als die Sonne noch über den Horizont lugte, versammelten sich alle. In der Mitte des Innenhofs des Reservats steht ein einfaches Holzbett. Dort lag der Körper von Herrn Makonde, sein Gesicht war ruhig, als würde er schlafen. Einer nach dem anderen kam jemand, um sich zu verabschieden, die Augen voller Sehnsucht. Elia stand neben ihm, seine Hand zitterte, als er sanft die Hand des alten Mannes berührte und alte Erinnerungen wachrief. Musa zündete leise ein Räucherstäbchen an und betete leise. Plötzlich ertönte ein Brüllen vom Tor des Reservats.
Alle drehten sich panisch um und sahen einen riesigen männlichen Löwen auf sich zukommen. Es ging langsam durch die Menge, seine Augen voller Majestät und Geheimnis. Alle hatten Angst und suchten schnell ein Versteck. Der Löwe knurrte, um seine Anwesenheit anzukündigen, zeigte jedoch keine Aggression. Es näherte sich dem Holzbett, auf dem der alte Mann lag. Keiner wagte ein Wort zu sagen, alle sahen schweigend auf das mächtige Tier. Der Löwe ging um das Bett herum, blieb dann am Fußende stehen und senkte den Kopf, als wolle er an etwas erinnern. Die seltsame Szene ließ die Menge erzittern und war angesichts der Tragödie schockiert. Elia war überrascht, als er sah, dass der Löwe eine große Narbe an der Seite hatte. Plötzlich erinnerte er sich, dass dies der Löwe war, den er und Hermakonde vor 15 Jahren gerettet hatten. Damals steckte das Löwenrudel aufgrund einer Jagd auf der Straße fest und bat die Ranger um Hilfe. Hermakonde und Elia wagten sich näher heran, entfernten die Falle und verbanden die Wunde des männlichen Löwen. Von dort wurde der Löwe in ein sicheres Gebiet gebracht, erholte sich allmählich und wurde wieder in die Wildnis entlassen. Vielleicht hat es seinen Wohltäter all die Jahre still beobachtet. Als er vom Tod von Herrn Makonde hörte, fand er irgendwie einen Weg, sich zu verabschieden. Die Geschichte von der Treue und Dankbarkeit des Löwen bewegte alle. Elia näherte sich vorsichtig und versuchte, den Löwen zu beruhigen. Überraschenderweise senkte der Löwe nur ruhig seinen Kopf und zeigte keinerlei Wildheit. Nach und nach traten auch andere mutig vor und teilten diesen heiligen Augenblick. Die anfängliche Angst verschwand und wurde durch eine allgemeine Traurigkeit über den Tod des alten Mannes ersetzt. Nachdem die Beerdigung im Innenhof beendet war, trugen die Menschen seinen Leichnam zu einer Wiese, die er geliebt hatte. Der Löwe folgte langsam weiter und brüllte unaufhörlich, als wolle er seinem Schmerz Ausdruck verleihen. Die Gruppe hielt an einem Ort mit großen schattenspendenden Bäumen und grünem Gras. Sie begannen, ein stilles Grab zu schaufeln und legten Herrn Makonde sanft hin. Das gesamte Reservat hielt den Atem an und wurde Zeuge des endgültigen Abschieds. Elia und Musa legten am Kopfende des Grabes einen Stein mit seinem eingravierten Namen nieder, um an seine 50-jährige Dienstzeit zu erinnern. Die Einheimischen hielten eine Gebetszeremonie ab und hofften, dass seine Seele in Ewigkeit in Frieden ruhen möge. Der Löwe stand lange Zeit mit gesenktem Kopf neben dem Grab, ohne den Blick davon abzuwenden. Dann stieß es ein langgezogenes Brüllen aus, das über das Feld hallte. Das Gebrüll war herzzerreißend, wie der tragische Schrei von jemandem, der einen Wohltäter verloren hat. Einen Moment später zog die Gruppe leise fort und ließ nur den einsamen Löwen zurück. Die Sonne ging allmählich unter und färbte den Himmel der Serengeti rot. Das Bild des Löwen am Grab des alten Mannes hat sich tief in jedermanns Gedächtnis eingebrannt. Am nächsten Tag stellte das Reservat zu seinen Ehren alle Aktivitäten ein. Viele Menschen kamen, um Weihrauch zu verbrennen, wilde Blumen auf sein Grab zu legen und für seine friedvolle Ruhe zu beten. Gelegentlich sahen die Leute, wie der Löwe zurückkam und still und nachdenklich das Grab besuchte. Für ihn war Herr Makonde derjenige, der ihm eine Chance im Leben gab, und jetzt erwidert er diesen Gefallen, indem er seiner gedenkt. Auch Elia und Musa gingen oft zum Grab, um mit ihm zu sprechen und seinen Traum vom Schutz der Tierwelt weiterzuführen. Die Geschichte des legendären ehemaligen Rangers Makonde wird in den Erinnerungen des tansanischen Serengeti-Reservats weiterleben, zusammen mit der unsterblichen Liebe des Löwen zu seinem Retter. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.